Ja, der eine oder andere von euch hat mich irgendwie angeschrieben, André, wie bereitest du dich eigentlich vor? 50 Kilometer offenes Meer, Ozean, Schwimmen 15 bis 24 Stunden, wie lange auch immer es dauert. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal ein paar Insights und nehme euch mit heute zum Krafttraining. Auf geht's. Deswegen machen wir zur Strafe jetzt noch einen Extrasatz. Ja, wir sind hier bei mir zu Hause in Paderborn in Hansis Gym. Das ist natürlich so ein absoluter Oldschool, Hardcore Fitness- und Bodybuilding-Laden. Also das Richtige, wenn man halt hart trainieren will und es um die Sache geht, aber wenn man jetzt hier vielleicht irgendwie wahnsinnig tolle Gespräche führen will und Leute kennenlernen will, ist das vielleicht nicht der richtige Platz. Also heute, Schwimmen ist natürlich eine Sache vom Oberkörper. Also gerade die ganze schwimmspezifische Muskulatur liegt natürlich in erster Linie am Oberkörper. Ja. Man macht durch den Zug, durch den Armzug, in meinem Fall rund 90% oder sogar 95% den Vortrieb. Deswegen ist der Oberkörper extrem wichtig und natürlich der Rumpf, weil die Wellen natürlich an dir ziehen und an dir zerren. Deswegen hat das Schwimmen, wie ich auch so öfters in Interviews sage, im offenen Ozean, bei eben diesen Bedingungen, die ja meistens auch nicht so toll sind, also weit weg von den Bedingungen sind wie im Hallenbad oder im Freibad. Deswegen ist das ein komplett anderer Sport. Und entsprechend muss man sich vorbereiten. Heute hier, ich mache so eine Reverse-Übung, das heißt, mache Bankdrücken, 10 Sätze Bankdrücken und direkt nach jedem Satz genau die Reverse-Übung, das heißt praktisch Ruderzug, auch mit der gleichen Langhantel, nach Möglichkeit auch mit dem gleichen Gewicht, immer 10 Wiederholungen, also 10 Wiederholungen, 10 Wiederholungen und dann rund eine Minute Pause und das mache ich 10 Mal. Also wir machen gleich hier 200 Wiederholungen und wählen das Gewicht auch so, dass es wirklich hart wird, gerade zum Schluss, weil genau das ist es, worauf es beim Schwimmen im offenen Ozean ankommt. Aufhören jetzt. Das meinst du, gehst direkt rüber, ne? Das war keine Pause. Je älter man wird, desto mehr redet man von früher. Früher habe ich dieses Programm gemacht. Ich habe maximal, war ich nie so stark, weil wir auch nie auf Maximalgewicht irgendwie trainiert haben. Aber ich habe früher so maximal knapp über 100 Kilo gedrückt und habe aber diese Übung hier, dieses 10-Satz-Programm mit 85 Kilo gemacht. Also im Verhältnis, also wenn man 85% vom Maximalgewicht dann, das war schon echt. Heute, ich hatte auch diesen Brustmuskelabriss. In dem Jahr, als ich North Channel in Nordirland geschwommen bin, habe ich mich beim Training ganz schwer verletzt hier oben an der Brust und der Brustmuskel ist gerissen. 3 Monate später bin ich trotzdem im North Channel geschwommen, keine Ahnung wie das geht. Man erschreckt sich irgendwie manchmal vor sich selbst. Auf jeden Fall habe ich seitdem massive Probleme und bin jetzt schon wieder auf einem guten Weg und kann schon wieder richtig im Verhältnis wieder ein bisschen Gewichte benutzen. Ich gehe gleich so auf 55 Kilo, vielleicht nachher auf 60, aber mehr ist auch einfach nicht drin. Man muss das Gewicht schon so dosieren, dass es sich auch bei den ersten paar Sätzen schon echt so anfühlt, dass man überhaupt nicht dran denken mag, wie man den 8., 9., 10. Satz irgendwie schafft. Dann ist es genau richtig. Da muss man hinkommen. 55 Kilo. Kraftausdauer ist einfach der Schlüssel, also darum geht's. Ich meine, das kann sich ja jeder, da muss man jetzt keinen Sport studiert haben. Wenn man über so lange Zeiträume, 4, 5, 6, 10, 12, 15 Stunden
in Bewegung ist, schwimmt in dem Fall, dann ist Kraftausdauer einfach der Schlüssel. Ja? Also niedrige Laktatschwelle, also dass der Sauerstoff, den man über die Atmung holt, noch ausreicht, die Muskeln zu versorgen und die Muskeln entsprechend auch im Rahmen dieser Ausdauerbelastung halt funktionsfähig und natürlich auch geschmeidig bleiben, das ist auch wichtig. Ja, weil das geht natürlich auch um Bewegung. Deswegen halt diese hohen Wiederholungszahl bei relativ niedrigem Gewicht. Außerdem hilft das natürlich, das Verletzungsrisiko deutlich niedriger zu halten. Mit höherem Gewicht geht immer auch ein höheres Verletzungsrisiko einher. Und das wäre natürlich bei mir sowieso und gerade noch in meinem Alter mit den Regenerationszeiten, die viel länger sind, als es noch als ich noch irgendwie 25, 30 war, ist das natürlich ein Punkt, den man beachten muss. Widerlich und schrecklich, aber auch gut. Deswegen machen wir zur Strafe jetzt noch einen Extrasatz, weil Strafe muss sein. Ralle hätte mich jetzt schon zum Minna gemacht, weil ich nach dem 7. Satz hier die 2,5er runterlegen musste. Also ich habe 5 weniger, die habe ich jetzt mehr hier vorne beim Ziehen genommen, aber das ist natürlich normalerweise ein absolutes No-Go. Aber ich habe die einfach nicht mehr hochgekriegt. Und dann machen so 5 Kilogramm, machen natürlich da schon einen Unterschied. So, der Strafsatz. Ich mache danach, man kann sich ja vorstellen, man ist natürlich jetzt schon ganz schön erschöpft, gerade in der Muskulatur, die gefragt ist, gerade beim Bankdrücken, Brust natürlich und beim Ziehen Rücken, Lat. Und nach den 10 Sätzen mache ich immer noch so ein paar Supersätze hier mit maximal möglicher Wiederholungszahl, um den Brustmuskel richtig leer zu machen. Und danach gehe ich nochmal einen Cable Crossover und mache nochmal ein bisschen Cable Cross mit ganz wenig Gewicht, und dann ist der Muskel auch eigentlich vollständig, ja, wie Ralf sagen würde, zerstört. Ja, letzte Übung jetzt hier für die Brust. Cable Crossover gleich schon ganz hinten holen, Arm fast gestreckt lassen. Nochmal hier maximale Überdehnung, ja, im Brustmuskel maximal involvieren. Und dann nochmal, was geht, 10, 12 Wiederholungen maximal. Ja, das ist dann der Abschluss für Brust und dann machen wir den Rücken noch fertig. Leichtes Gewicht. Zu wenig Gewicht. Geil. Überzüge. Ultra wichtige Übung. Das ist die Magic. Die wirklich wilden Wasser. Gerade wie so ein Surfbrett bleiben. Das ist es. Auch über diese Dehnung, über die Streckung von vorne. Man muss den Arm runterbringen, runterziehen. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei 45 Minuten Workout und in 10 Minuten ist Ende, aber jetzt nochmal richtig Gas geben, also keine Gnade. Das ist das Wichtigste. Auf geht's.
will natürlich bei so intensiven Workouts irgendwie, dass es vorbei ist. Und man fühlt sich auch nicht mehr stark, aber jetzt erst recht. Das ist der Unterschied. Deswegen alles rein. Ja, ich mache nochmal bei jedem Training eigentlich noch Außenrotatoren. Also hier diese Bewegung nach außen. Warum außen? Weil eigentlich gerade beim Schwimmen, aber auch bei allen anderen Bewegungen hat man eigentlich immer nur die Innenrotatoren, also die Rotation nach innen. Und wenn ihr das mal ausprobiert, dann werdet ihr auch merken, dass die nach innen viel stärker sind als nach außen. Aber wenn man immer nur innen belastet und dann über solche langen Phasen hinweg, wie ich das tue, dann läuft man Gefahr, dass dann eine massive Disbalance entsteht und natürlich auch eine Anfälligkeit für Verletzungen. Und Verletzungen in der Schulter sind einfach doppelt bitter und auch sehr langwierig. Deswegen immer die Schwachstellen trainieren. Und das ist eine Schwachstelle. Außenrotatoren. Ganz wenig Gewicht, schöne Ausführung. Ja, das war es jetzt hier. Intensive 60 Minuten. Und jetzt fahre ich noch draußen Rad. Irgendwie 2-3 Stunden locker. Also ganz easy. 115er, 120er, 125er Puls maximal. Ein bisschen profiliertes Gelände, damit man ein bisschen Abwechslung hat. Hier im Wald auf dem Gravelrad. Und später, in ein paar Monaten, wenn das Training dann richtig hochgezogen wird, dann macht man nach solchen hochintensiven Einheiten dann auch eine längere Schwimmeinheit. Ja, um mit dieser vorbelasteten Muskulatur dann nochmal richtig einen drauf zu geben. Das machen wir beim nächsten Mal. Versprochen.